Ich möchte euch heute zeigen, wie man als Gitarrist zu Hause seine E-Gitarre aufnehmen kann. Welches Equipment und welche Programme ich dafür benutzen kann. Es gibt auch gute kostenlose Alternativen. Und was ich am Rechner einstellen muss, damit das hier da hinten ankommt. Ich stelle verschiedene Lösungen vor und habe einige davon in der Videobeschreibung unten verlinkt. Der Camper ist natürlich eine klasse Lösung dafür. Wenn ich aber jetzt gerade an meine Schüler denke, die gerade anfangen und nicht so viel Geld übrig haben, für die möchte ich heute auch zeigen, wie es mit einfacheren Mitteln geht. Mittel, die ich heute übrigens immer noch zusätzlich zum Camper benutze. Ich werde zukünftig natürlich auch noch weitere Tutorials zum Camper machen. Damit ihr die nicht verpasst, würde ich euch empfehlen, den Kanal mit Glocke zu abonnieren. Relativ neu sind übrigens die Links in der Videobeschreibung, über die ihr die Produkte, die ich in meinen Videos benutze, kaufen könnt und so meinen Kanal unterstützen. Jetzt fangen wir aber an mit der Aufnahme. Wie kommt mein Gitarrensignal in meinen Rechner rein? Die Signalkette lautet eigentlich immer Gitarre zum Amp oder etwas, das den Amp-Sound erzeugt, zum Interface und von da in den Rechner. Im Rechner wird es dann von der Software, der sogenannten Digital Audio Workstation, verarbeitet. Die Wahl der Gitarre ist natürlich völlig euer Ding, deswegen fange ich gleich an mit dem Thema Amp Sound und stelle euch 3 Möglichkeiten vor. Möglichkeit 1 ist der echte Amp, also entweder ein Röhrenverstärker oder ein Transistorverstärker, auf jeden Fall halt eine Kiste, die vor euch steht und laut ist. Die offensichtlichste Möglichkeit ist natürlich, den Amp zu mikrofonieren. Dafür brauche ich aber extra Mikrofone, wie zum Beispiel das hier, und sollte auch wissen, was ich tue, weil die Positionierung vorm Lautsprecher unglaublich viel ausmacht am Sound. Dazu kommt, dass die Lautstärke wahrscheinlich bei den meisten Leuten ein Problem ist und die Nachbarn ihnen den Krieg erklären. Lösungen wie zum Beispiel die Aux-Box oder der Torpedo Captor X sind dafür super geeignet, weil sie die Lautstärke reduzieren können und man das Signal inklusive Boxensimulation direkt von ihnen abgreifen kann. Wer gerade erst mit dem Aufnehmen anfängt, für den gibt es aber meiner Meinung nach einfache Lösungen. Zum Beispiel Profiler oder Modeler. Manche Leute denken, das ist das gleiche, ist es aber nicht wirklich, denn der Camper fängt zum Beispiel ein Signal eines mikrofonierten Amps ein, das es so wirklich gab. Also ich muss ins Studio, muss mein Mikrofon vor dem Amp nehmen und dann den profilen. Dann habe ich das Ganze gespeichert. Der Camper gibt also die Aufzeichnung eines echten Sounds wieder, also einen Sound, den es wirklich mal so in der Realität gab. Modeler wie zum Beispiel das Line 6 Helix oder das kleine Agex Stomp erzeugen diesen Sound, indem sie den aus dem Nichts berechnen. Die klingen beide heutzutage großartig, also es ist wirklich nur eine Frage, was einem besser gefällt, womit man besser arbeiten kann und wie man schneller und einfacher zu dem Ergebnis kommt, das man gerne hätte. Die beiden werden entweder per Klinke oder XLR direkt ans Interface angeschlossen und das, was beim Interface dann ankommt, ist praktisch schon das fertige Signal, so wie ein Amp mit einem Mikro davor klingen würde. Das Line 6 Agex Stomp ist übrigens für Anfänger richtig cool, weil es sogar das Interface noch ersetzen kann. Also man schließt direkt per USB an den Rechner an und kann sofort aufnehmen. Die dritte Möglichkeit ist, ein Plugin zu nutzen. Ich bin ein Riesenfan von Plugins, weil die so schnell und unkompliziert funktionieren. Ich habe ja die DAW meistens schon offen, muss dann nichts mehr anstecken oder einschalten und gehe einfach mit der Gitarre direkt ins Interface und kann das Plugin aufrufen und sofort aufnehmen. Der Amp-Sound wird in diesem Fall also direkt im Rechner erzeugt. Die heutigen Plugins klingen hervorragend. Ich benutze zum Beispiel das Neural DSP Cory Wong Plugin, aber es gibt auch andere Anbieter wie zum Beispiel Guitar Rig, Amplitude oder in Logic ist sogar ein Amp Simulator eingebaut. Bei Plugins ist halt wirklich der Vorteil, es geht super schnell, super unkompliziert und ich kann im Nachhinein das Plugin noch verändern, also den aufgenommenen Gitarrensound nachträglich noch bearbeiten. Das geht bei den anderen Lösungen auch durch Reamping, dazu habe ich auch ein Video gemacht, was ihr hier oben eingeblendet seht. Allerdings ist es ein zusätzlicher Schritt und beim Plugin geht es echt schnell und komfortabel. Wenn wir uns für eine der 3 Methoden entschieden haben, dann geht es ins Interface. Das Interface könnt ihr euch vorstellen, als wäre das der Dolmetscher für den Rechner. Also es übersetzt das, was die Gitarre sagt, für den Rechner, damit er das aufnehmen kann. Die Interfaces gibt es heute in allen möglichen Größen und mit allen verschiedenen Anschlüssen, zum Beispiel USB, Firewire, Thunderbolt oder sogar Lightning für iOS-Geräte fürs iPad. Ich selber nehme das Focusrite Scarlett, das ich an mein Mac angeschlossen habe und das Gerät in der Software dann als Ein- und Ausgangsquelle festlegen. Anschließend muss ich mich noch entscheiden, womit ich abhören will, also entweder nehme ich so Monitorboxen oder ich schließe einfach Kopfhörer an. Die DAW ist das Programm auf dem Rechner, über das die Aufnahme zentral gesteuert wird. Hier nehme ich die Spuren auf und kann sie im Anschluss bearbeiten. Dafür weise ich mein Interface als Ein- und Ausgangsquelle in der DAW zu. Dann erstelle ich eine neue Spur und weise denjenigen Eingang zu, auf den mein Amp-Signal liegt. Zum Beispiel sage ich hier Input 1, wenn meine Gitarre oder mein Camper oder meine Helix auf Input 1 steckt. Ich selbst benutze Logic, das es nur für den Mac gibt und das man kaufen muss, aber es gibt zum Beispiel auch GarageBand, die Einsteigerversion, die komplett kostenlos ist. Für Windows gibt es aber auch gute Alternativen, wie zum Beispiel Audacity, das komplett kostenlos ist und von vielen Herstellern gibt es eine reduzierte Einsteigerversion von ihren DAWs.
Beispiele hierfür sind Avid Pro Tools oder Reaper, das man kostenlos testen kann und anschließend für sehr wenig Geld kaufen kann. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Aufnahme. Ich check, ob in meiner Spur überhaupt was ankommt und wenn ja, ob das zu viel oder zu wenig ist. Zu leise soll es natürlich nicht sein, weil ich dann nicht damit arbeiten kann, aber zu laut auf gar keinen Fall, weil es sonst Clipping gibt. Das heißt, es übersteuert und es kommt zu ekelhaften Nebengeräuschen und Artefakten. Wenn ich den Pegel zum Beispiel über den Gain-Regler am Interface eingestellt habe, kann ich die Spur scharf schalten. Also in meiner DAW markiere ich dafür das rote R und starte dann die Aufnahme. Mit Metronom aufnehmen ist ein absolutes Muss, weil ich ja nachher vielleicht noch was rausschneiden will oder was einfügen oder andere Instrumente noch dazu aufnehmen will. Außerdem ist es ein super Training als Gitarrist, wenn man ganz genau einspielen muss. Es bringt einen als Gitarrist einfach wirklich weiter, wenn man sich mal selbst hört, ohne dass man dabei mit Spielen abgelenkt ist, also wie ein Zuschauer. Am Anfang kann es natürlich ernüchternd sein, weil man von außen zum ersten Mal hört, wie man wirklich klingt. Aber wenn man das dann akzeptiert und daran arbeitet, dann bringt einen das unglaublich weiter. Außerdem macht es einfach sau viel Spaß. Ich hoffe, ich konnte meinen Schülern oder anderen Anfängern ein bisschen einen Überblick geben, wie man sich selber aufnimmt. Natürlich wird es dazu noch mehr Videos geben, weil das jetzt wirklich nur der Überblick war. Ich lerne selber natürlich auch noch ständig neue Sachen und habe auch noch vor gar nicht so langer Zeit damit angefangen. Aber ich finde es einfach unglaublich belohnend und es sind auch ein paar coole Sachen dadurch entstanden, mit denen ich so nicht gerechnet hätte. Ich kann euch also nur empfehlen und ermutigen, das selber auch anzufangen. Ich hoffe, das Video hat euch einen Überblick gegeben, was alles nötig ist, um sich selbst als Gitarrist aufzunehmen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, mit Glocke natürlich, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video rausbringe.